Herzlich willkommen. Was ist das Schlimmste, was einem Menschen je passieren kann? Die Bibel, sie berichtet von einem reichen Mann, der jeden Tag in purem Luxus lebte und immer die teuerste Kleidung trug. Er verwendete sein Geld nur für sich und feierte jeden Tag deftige Partys. Direkt aber vor seiner Haustür lag ein schwer kranker Bettler, der Lazarus hieß. Und Lazarus erhoffte so sehr, seinen Hunger irgendwie mit den Essensresten von dem reichen Mann zu stillen. Auf ein paar Essensabfälle lag seine ganze Hoffnung. Sein Körper war mit Krankheit übersät und Straßenhunde kamen und leckten seine offenen Wunden. Nach einer gewissen Zeit hauchte Lazarus sein Leben vor der Haustür des reichen Mannes aus. Er wurde von den Engeln in den Himmel, in Abrahams Schoß getragen. Der reiche Mann starb später auch und wurde im Gegensatz zu Lazarus begraben, kam aber in die Hölle. Und der Tod, er macht die Menschen gleich. Wir können nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und die Bibel sagt in dem Buch Hiob, Kapitel 21, von dem 23. bis zum 26. Vers folgendes: Der eine stirbt bei guter körperlicher Verfassung, in Sicherheit und Frieden. Seine Kannen sind voll Milch, sodass er immer gut versorgt war. Der andere tritt ab in bitterer Armut, ohne je erfahren zu haben, wie schön das Leben sein kann. Zum Schluss werden beide im gleichen Staub begraben und von den gleichen Würmern gefressen. Und der reiche Mann, er scherte sich nicht um den armen Lazarus, und das war eine Sünde. Und die Bibel sagt in dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 17, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Und die Bibel sagt auch in dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 13, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Manche Menschen meinen, dass Gott im Weltgericht ein Auge zudrückt. Aber Gott wird die sündigen Menschen mit zwei offenen Augen in die Hölle schicken. Gott hat keine Freude daran, jemanden in die Hölle zu schicken. Aber Tatsache ist, dass Gott das einlöst, was er verspricht. Und er hat in seinem Wort versprochen, dass jeder Mensch die Folgen seines Lebens tragen muss. Hat man Gott abgelehnt, hat man sein Friedensangebot mit Füßen getreten, muss man die Konsequenz für diese Taten in alle Ewigkeit erleiden. Gott ist konsequent und gerecht. Und diese beiden Eigenschaften sind ein Teil seines Charakters. Deswegen muss er die unschuldigen Menschen zu sich in den Himmel und die Bösen in die Hölle schicken. Die Verurteilung, die Verdammung der gottlosen Menschen wird sogar zur Ehre Gottes sein, weil es zeigt, dass Gott ehrlich ist und dass Gott einlöst das, was er verspricht. In dem Titusbrief steht Kapitel 1, Vers 2, dass Gott nicht lügen kann. Ja, wie erging es nun dem reichen Mann in der Hölle? Ich lese dazu aus dem Lukas-Evangelium. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Keine Pause, keine Ruhe, ohne Unterbrechung wird man in der Hölle gequält, wie die Bibel sagt, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Keinen Trost, keine Hoffnung, keine Linderung. Gott hört nicht mehr auf das Gebet der Verlorenen dort. Wenn wir einen Gegenstand verlieren, dann ist er für uns unwiderruflich weg. Und so ist es auch in der Hölle. Es gibt keine Chance, jemals gehört zu werden. Man ist in einer Umgebung aus Hass, aus Geschrei, aus Schmerz und Lieblosigkeit ausgestoßen. Kein guter Einfluss wird dort sein. Nicht mal eine Sekunde wird etwas Positives geschehen. Das Böse ist dort völlig ungehemmt. Es wird sich völlig entfalten. Es gibt kein Gesetz und keine Kraft, welche das Böse zurückhält. Die Bibel sagt, dass es ein See ist, der von Feuer und Schwefel brennt. Und die Bibel sagt auch, dass Jesus am jüngsten Gericht
Folgendes zu den gottlosen Menschen sagen wird. Das lese ich aus Matthäus Kapitel 25, den 41. Vers. Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Für immer. In Gemeinschaft mit dem Teufel und seinen Dämonen. Das ist wirklich ein entsetzliches Schicksal. Und Jesus sagt, geht mir aus den Augen. Das bedeutet, Jesus wird in alle Ewigkeit die Verlorenen der Hölle nicht registrieren. Heute ist dein Schicksal noch nicht besiegelt. Heute bietet dir Jesus Rettung an. Vielleicht bist du jemand, der in eine Kirche oder in eine Gemeinde Sonntag für Sonntag geht, aber dir fehlt die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Vielleicht hast du die Anerkennung von Christen in deinem Umfeld, aber dir fehlt die brennende Liebe zu Jesus. Jesus muss die Liebe deines Lebens sein, sonst kommst du leider in die Hölle. Darum, komm zu Jesus, gib ihm deine Sünden, dein Leben, alles Böse, was du getan hast. Und danach räume in deinem Leben auf und du wirst merken, dass Jesus die Liebe deines Lebens dann sein wird.